Hallo liebe Freunde und Abonnenten, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute befinde ich mich in Frankreich und zwar am Flugplatz Bourg Ceyzeriat. Wie man das richtig ausspricht, könnt ihr mir vielleicht verraten. Ich bin hier im Rahmen eines Ausflugs meiner Flugschule. Wir kamen gerade aus Gap und fliegen jetzt weiter nach Bremgarten. Heute fliege ich mal wieder mit der Evektor Sportstar RTC. Die Evektor Sportstar basiert auf der Eurostar EV97 des Herstellers Evektor Aerotechnik in Tschechien. Das Flugzeug ist eine moderne Tiefdeckerkonstruktion, komplett aus Aluminium. Auch dieses Flugzeug ist mit einem Rotax 912 Motor mit 100 PS ausgestattet. Mit anderen Tragflächen ausgerüstet kann die Eurostar EV97 eine LSA Light Sports Aircraft Zulassung bekommen. Damit ist sie eine Eco-Klasse. Zulässiges Gesamtgewicht dann bei diesem Flugzeug 580 Kilo maximalem Take-off-Weight. Mehr gleich aus dem Flugzeug. Bis gleich und viel Spaß beim Flug. Dieser Flugplatz liegt im Osten von Frankreich. Er liegt auf 857 Fuß. ICAO-Code Lima Foxtrot Hotel Sierra. Dieser Flugplatz hat, wie häufig in Frankreich, keine Flugleiter. Hier unterhalten sich die Piloten nur über eine Air-to-Air-Frequenz. Zwar ist laut dem AIP-Blatt Französisch die einzige Sprache, mit der man sich unterhalten sollte, aber Englisch wird auch akzeptiert. Die Asphaltpiste ist 1139 Meter lang und 30 Meter breit. Ausgerichtet ist sie genau in Nord-Süd-Richtung 1836. Sprit gibt es hier auch, sowohl Afgas als auch UL91. Aber Achtung! Kein Tanken während der Mittagspause möglich, weil da der am Platz vorhandene, man sagt Offizier oder Petrolier anwesend sein muss, der hier auch die Landegebühren kassiert und den Sprit abkassiert. Am Flugplatz selbst befindet sich auch ein kleines Café, eine Flugschule und mehrere Vereine. Das Wahrzeichen des Aerodrom Bourg ist eine Fuga Magister, die hier vor dem Flugplatz ausgestellt ist. Erkennungsmerkmal der Fuga Magister ist das markante V-Leitwerk. So, dann wollen wir die Maschine mal anschmeißen. Die Cockpit-Vorbereitung wurde bereits durchgeführt. Parkbremse setzen. Master Switch on. Haubenwarnlicht ist aus. Beacons on. Benzinpumpe on, Vergaserverbrennung ist kalt, Motor ist noch warm, deswegen nur eine Umdrehung und Motor starten. So, Gas wieder Leerlauf. Generatorwarnlicht ist aus. Moment, Klappen prüfen. Avionics Switch an. Turn Control einstellen. Anschnallen sollte ich mich auch noch. Run-up, Parkbremse setzen, Gas 3 bis 4.000 Umdrehungen, Magnete prüfen, rechter Magnet, Drehzahlabfall beide, linker Magnet, Drehzahlabfall beide und die Vergaservorwärmung. Minimaler Drehzahlabfall, okay. Ready for takeoff and line up, runway 18. So, Benzinpumpe an, ist an, Landescheinwerfer an, Beacons sind an, Zündung ist auf beide, Öldruck, grüner Bereich,
Tankwallschalter Polstertank. Rechts. Öltemperatur ist gut. Zylinderkopftemperatur ist gut. Vergasung ist kalt, ich habe ein bisschen gesetzt. Trimmung ist auf neutral. Ruhig, Ulli. Fahr bitte Transponder aus. Transponder Standby, weil wir fliegen in einer Formation, da hat nur der Leader ein Transponder an. Okay, los geht's, Takeoff. Wir fliegen in Formation. Links vor mir ist die erste Maschine der Formation. Drehzahl steht, Airspeed alive. 50 Knoten rotieren. Und mit 57 Knoten steigen. Auf den Vordermann der Formation achten. Hier in der Luft. Ulli, ich gehe schon rum, hier links eng. Ich folge. Startzeit 13:51. MESZ wird später in UTC umgerechnet. So, Klappen rein, Pumpe aus, Gas reduzieren und trimmen. Seid hier drauf? Ja, Günther, wir sind drauf. Bob 2 genauso? Vom Zweiter. Bob 4 auch. Okay, dann schalte ich mal oben auf Leon Info und melde mich dort an. Wir müssen auch Flugplan aktivieren. So, der Kollege meldet sich jetzt über Funk bei Leon Info an, also der Leader der Formation, und meldet die Formation an. Weil wir fliegen auch mit Flugplan, da wir die Grenze überschreiten werden, Frankreich-Deutschland. Und ich steige jetzt gemütlich auf 3000 Fuß wohl. Ja, wir haben Freigabe auf 4000 Fuß, bitte, auf 4000 Fuß. Okay, Worms 1 verstanden, gemütlich auf 4000 Fuß. Worms so verstanden, 4000 Fuß. Wie viel wird das? Warum hat eigentlich die Sportstar andere Tragflächen als die Eurostar? Bei der Eurostar ist der Tank im Rumpf und bei der Sportstar sind die Tanks in den Tragflächen. Deswegen kann auch die Sportstar einiges mehr an Sprit mitnehmen, nämlich 120 Liter. Hat dementsprechend auch eine größere Reichweite.
fliegen jetzt über Mühlhausen. Oscar Papa, confirm we're cleared for the approach, so we may descend to 4,000 feet. Oscar Papa, I confirm you are cleared for the air nav approach 15 and descend at discretion accordingly. Air nav approach 15 on Oscar Papa. So, da müssen wir auch aufpassen, dass wir die Restricted Area vom Atomkraftwerk Fessenheim vermeiden. Die Restricted Areas in Frankreich haben zwar auch eine Obergrenze, aber die Franzosen mögen das trotzdem nicht so, wenn man da drüber fliegt. Deswegen meine Empfehlung, immer außen rum fliegen. Easy 796, passing 2700, climbing 7000, Maroute 68. Easy 79 Delta Victor, Basel approach, bonjour, et identify, climb flat level 110. 110, Easy 67 Yankee Mike. Sorry, 79 Delta Victor. Hotel Bravo Papa, Oscar Papa, contact tower, on en 8 decimal 3, goodbye. 18 decimal 3, goodbye sir, Hotel Oscar Papa. Easy 34 Lima, standing by for descent. Easy 34 Lima X-ray, descent flight level 100. Descent number 100, Easy 34 Lima X-ray. Hello, 2133 out of 130, descending 120, overhead radio. Jet 2133, Basel approach, bonjour, fly heading 350 for right and vectors, VOR Zulu or RNAV 15. Heading 350 for VOR Zulu, runway 15, so it's 2133. Ici 79 Delta Victor, contact Suisse, radar 135 decimal 675, goodbye. 35675, good day, Easy 79 Delta Victor. Easy 34 Lima X-ray descent 7000 feet, QNH 1020. Do you want the VOR or the RNAV approach 15? Descent 7000 feet, QNH 1020 and the VOR, please, Easy 34 Lima X-ray. 3 seconds. VOR approach 415, Easy 34 Lima X-ray. Delta Mike Tango November Romeo approaching Rhine request to leave. Delta Mike Tango November Romeo, that's copied, but remain on my frequency for the moment. Report Bremgarten in sight. November Romeo, roger. Jet 2133, descent flight level 90. 9 2133. Romeo Zulu, on est en vue de Zulu pour quitter. Papa Zulu transpondez, Romeo Zulu transpondez VFR et vous pouvez passer avec Zulu 118 décimal 150, au revoir. Très bien, merci, au revoir, en transpondant, on peut dire au revoir. Delta November Romeo, Bremgarten and start. Delta November Romeo, Roger, remain on my frequency another couple of minutes, you are close to Basel November point. I'll call you back at November for frequency change. November Romeo, roger. Delta Foxtrot Romeo Echo India, Basel approach, bonjour, you are identified. Confirm requested flight level? 140, Echo India. Echo India 140 is approved to port switching. Approved and Echo India. Jet 2133, descend 6000 feet, QNH 1020. Descend 6000, 020, 2133. Kinder zur Info, ich melde die Formation in Bremgarten an. You may leave frequency and squawk VFR, Bremgarten 122 decimal 0, goodbye. Squawk 7000, 1220, thank you, bye bye. Delta Mike Alpha. Eine Charlie 42, das ist eine Viererformation aus Frankreich mit Flugplan für Landeinformation. Delta Mike Sierra Alpha Romeo, die Piste. Romeo und die Formation zur Piste 2-3. Delta Mike Alpha Sierra Romeo, verstanden.
So, Platzrunde. Bremgarten, 1500 Fuß. Sierra Romeo im Gegenanflug Piste 2-3. Das ist die Nummer 1 der Formation. Delta Echo Alpha Sierra Hotel, Nummer 2 der Formation, jetzt auch im Gegenanflug zur Piste 2-3. Letzte Station, wiederholen Sie Rufzeichen. Delta Echo Alpha Sierra Hotel. Delta Echo Alpha Sierra Hotel, verstanden. So, Pumpe. Licht. Oh, das Ganze wird durchgeflogen. Macht aber nichts. So, 1500 noch halten. Links schöne Platz im Auge halten. Vor uns Verkehr im Auge halten. Delta Mike Bravo Eco Hotel eines Skyline C100. So, Gas reduzieren. Anfang Gegenanflug 2-3. Ja, verstanden. So, an der Schwelle. Delta Mike Tango November Romeo. Geschwindigkeit, ich glaube, besetzen. 2-3 und ich bin diejenige mit dem Flugplan. Das ist verstanden. So, Verkehr vor uns in Sicht. Eindrehen, Queranflug. Delta Sierra Hotel, Queranflug 2-3. Jetzt können wir langsam Der Wind ist sinken. jetzt 150 Grad 6 Knoten. Tony Della Sierra Romeo im Endanflug Piste 2-3 für eine lange Landung. Das ist ja Romeo, verstanden. So, wir haben ein bisschen ausgeholt die Space Leg, damit wir da hinten dran landen können. Delta Echo Alpha Alpha Echo Bremgarten. Delta Echo Alpha Alpha Echo Moni aus Donaueschingen, sorry, im Moment aus Leutkirch über Freiburg zur Landung. Delta Alpha Echo, die Piste 2-3 in Betrieb. 2-3 Alpha Echo. Delta November Romeo, Queranflug 2-3. Delta November Romeo, der Wind 150 Grad 4 Knoten. Delta Sierra Hotel, Endteil ebenfalls lange Landung. Delta Mike Bravo Eco Hotel, eindrehen, quer 2-3. Delta November Romeo, Endteil 2-3. Delta November Romeo, der Wind 170 Grad 3 Knoten. So, schöne sanfte Landung. Bremsen. Delta Echo Hotel, eindrehen, Endteil 2-3. Delta Echo Hotel, der Wind 150 Grad 3 Knoten. Delta Echo Hotel. Gut, nach der Landung Pumpe aus, Licht aus, Klappen einfahren. Transponder war auf Standby. Bremgarten ist vor allem für Fans von Oldtimer-Fliegern ein Ausflug wert. Auch das Restaurant, der Fliegerhorst, sehr lecker und zu empfehlen.